skurrilste Einsatz, der ist schon lange her. Das waren Katastropheneinsätze, also Hochwasser oder Sturmschäden. Ich rück lieber 10-mal aus für einen Wasserkocher, der einen Rauchmelder ausgelöst hat. Ich glaube, das ist so ein Klassiker, dass ich zum Beispiel bei Lagerfeuer doch genauer hinschaue, was im Umfeld steht. Ich habe so ein bisschen den Tick, dass ich in jedem Gebäude, wo ich reinkomme und an einem Feuerlöscher vorbeikomme, muss ich immer mir anschauen, ob der noch einen gültigen TÜV hat. Ich bin Lukas, 23 Jahre alt, seit 5 Jahren in der Feuerwehr der TU Dresden und studiere hier an der TU Maschinenbau. Mein Name ist Stefan Eckleber und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Ich bin Johanna, ich bin 23 Jahre alt und ich bin seit 3 Jahren bei der Feuerwehr der TU. Mein Name ist Stefan Sadowski, ich bin hier an der Universität als Administrator tätig. Ich bin Steffen Lies und bin seit mehreren Jahren jetzt Wehrleiter der betrieblichen Feuerwehr der TU Dresden. Ich bin Christian, arbeite in der Verwaltung als Techniker und bin nebenbei in der Betriebsfeuerwehr tätig. Warum bist du eigentlich bei der Freiwilligen Feuerwehr? Fasziniert dich Feuer so sehr? Voll. Also ich glaube, wenn man bei der Feuerwehr anfängt, dann hat das weniger mit Feuer zu tun. Nein, es ist eher so gewesen, dass ich in meiner sitzenden Tätigkeit unbedingt raus wollte. Ich komme vom Dorf und da gab es jetzt nicht so viele andere Angebote. Und die offizielle Antwort könnte sein, ich helfe gerne Menschen. Mich hat damals halt einfach die Kameradschaft, das Miteinander fasziniert und vor allem später auch, dass es eins der wenigen Hobbys ist, bei dem man nebenbei auch noch anderen Leuten helfen kann. Sind die meisten eurer Einsätze nicht sowieso nur Fehlalarme? Viele, ja. Das kommt tatsächlich sehr oft vor, ja. Mehr als die Hälfte der Einsätze sind sicherlich Fehlalarme. Trotzdem ist es ja notwendig, dass wir auch zu Fehlalarm ausrücken. Denn ich rück lieber 10-mal aus für einen Wasserkocher, der einen Rauchmelder ausgelöst hat, als wenn dann von irgendeinem Doktoranden, der ich ja hier auch einer bin, irgendein Feuer die Experimentalergebnisse von 2 Jahren Arbeit zerstört. Man muss immer davon ausgehen, dass es was Ernsthaftes ist, deswegen ist das gleichwertig. Es spielt keine Rolle, ob das ein Fehlalarm ist oder ein scharfer. Löscht ihr nur auf dem Campus oder in ganz Dresden? Nee, wir sind nur auf dem Campus unterwegs. Wir löschen nur auf dem Campus, unterstützen aber die Stadt Dresden im Katastrophenschutz. Der letzte große Einsatz war eigentlich das Hochwasser. Da haben wir auch außerhalb der TU mitgeholfen. Ist eure Uniform so schwer, wie sie aussieht? Ja. Schwerer. Also die ich gerade anhabe, ist tatsächlich nicht so schwer, aber die für den Atemschutz, ja, die wiegt schon einiges mit der ganzen Ausrüstung. Ich glaube, das größte Gewicht sind die Stiefel. Die haben tatsächlich ein bisschen Gewicht. Die Jacken sind vor allem dick ausstaffiert, um eben guten Schutz gegen Hitze zu bieten, allerdings nicht wirklich schwer. Schwer wird es dann nur, wenn man sich mit Zusatzausrüstung bekleidet, wenn man zum Beispiel im Innenangriff tätig ist, also mit Atemschutz oder bei anderen Tätigkeiten, wie Höhenrettung. Dann kommt noch ein bisschen Metall dazu. Wie viele Katzen musstest du schon vom Baum retten? Tatsächlich habe ich noch nie an einem Einsatz zur Katzenrettung teilgenommen. Noch gar keine. Bis jetzt keine. Wir mussten noch keine Katze vom Baum retten. Ich musste tatsächlich noch keine einzige Katze vom Baum retten. Ich weiß auch nicht, woher das Klischee kommt. Ich glaube, das ist so ein Klassiker, aber ich war noch nicht dabei. Selbst wenn ich Katzenliebhaber bin, nein, noch keine. Was war dein kuriosester Einsatz? Oh, Der kurioseste Einsatz. hey, die Witzka, also das ist eine Frage. Der skurrilste Einsatz, der ist schon lange her. Da mussten wir in der Mensa einen Keller auspumpen und eine Menge von Konserven retten. Ich glaube, so einen richtig skurrilen hatte ich nicht. Der gruseligste vielleicht war mal ein Tiefgaragenbrand. Ich glaube, meine spannendsten Einsätze sind bei mir zu Hause gewesen. Das waren Katastropheneinsätze, also Hochwasser oder Sturmschäden. Wir hatten einen Einsatz im Oberharz, züchten einige Bauern das Harzer Urvieh. Das ist eine braune Rindersorte. Und die haben dort einen Zuchtbullen, der auch etwas wert ist und der war verschollen. Diesen Bullen haben wir dann gesucht. Es kam dann leider so, dass der Bulle verendet war. Er schwamm dann mittlerweile aufgebläht als Wasserleiche in einem Teich. So mussten wir dann via Schlauchboot an den Bullen heranfahren, ihn an den Hörnern packen, mit einem Seil verbinden und dann wieder an Land ziehen. Das war leider Gottes nicht schön für den Bauern und das war auch nicht schön für die Nase. Kann eigentlich jede und jeder bei der Feuerwehr der TU Dresden mitmachen? Prinzipiell kann jeder mitmachen. Allerdings ist für Studenten ein Lehrgang notwendig. Da kann aber dann jeder mitmachen, egal aus welchem Bundesland und welchen Ausbildungsstand er hat. Du nimmst Brandschutz auch privat ernster als andere, oder?
Kein Kommentar. Ja, ich habe so ein bisschen den Tick, dass ich in jedem Gebäude, wo ich reinkomme und an einem Feuerlöscher vorbeikomme, muss ich immer mir anschauen, ob der noch einen gültigen TÜV hat. Wenn man ein Augenmerk im Beruf oder bei der Feuerwehr generell hat, dann hat das gewisse Auswirkungen. Dass ich zum Beispiel bei Lagerfeuer doch genauer hinschaue, was im Umfeld steht. Ja, das liegt einfach daran, dass man weiß, was eben passieren kann. Und ich habe zum Beispiel damals in Studienzeiten an alle Kommilitonen in den Küchen Brandschutzdecken verteilt, weil ich denke, dass das eine sinnvolle Sache ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge Sitzgelegenheit gefallen hat, dann findet ihr hier oben die letzte Folge mit PhilosophInnen und hier unten findet ihr Alina testet die Feuerwehr. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.